and there is this, and there is this, and there is this. Hallo. Ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie ekelhaft das ist. Das ist total seltsam. Delete. Bud. Ja, also das Ganze fing so an. Wir betreten jetzt den San Pedro Markt, um dort San Pedro zu kaufen für den Machu Picchu Trip. Da. I have 2% please. For example, this is for the 2-person. 2-person is good. Und ich hatte halt geplant, dann den San Pedro Saft dort zu trinken. Was ich dann auch gemacht habe. Ich habe dann also das Gebräu, was ich mit dieser Freeze Method gemacht habe, habe ich dann in 3 Schritten getrunken. Das war ziemlich ekelhaft und dann haben wir uns vorgenommen, dass wir mal losgehen, den Berg hoch. Es soll angeblich 1,5 Stunden dauern, dort diesen Mount Machu Picchu zu besteigen. Und wenn man Glück hat und das Wetter mitspielt, hat man von da aus eine super Sicht. Und man steigt da auf die Treppen der Inka hinauf, die damals schon gebaut haben, um auf diesen Aussichtspunkt zu kommen. Und das Erstaunliche war, dass ich schon nach ungefähr 30 Minuten angefangen habe, eine Wirkung zu verspüren, was mich sehr überrascht hat. Hochgradig spektakulär ist das. Huh. Wow. Huh. Weil ich sonst von überall immer gehört habe, ja, San Pedro, Mescalin, das kann manchmal Stunden dauern, bis das überhaupt einsetzt. So, manche Leute, da dauert es 2 Stunden, manche Leute merken überhaupt erst was nach 4 Stunden. Und ich habe dementsprechend damit gerechnet, dass es, keine Ahnung, mindestens 1 Stunde oder sowas dauert, bis das einsetzt. Das hat sich so angefühlt wie das Anfluten von sehr starkem LSD, also wenn ich jetzt einen sehr, sehr starken Tropfen eingenommen hätte und dann dieses körperliche Anfluten, was man dann spürt, so ungefähr habe ich mich schon nach 30 Minuten gefühlt, was mich eigentlich gefreut hat, weil ich dachte, na, funktioniert auf jeden Fall, ich habe die Extraktion oder diese Freeze-Methode auf jeden Fall richtig gemacht und es scheint zu funktionieren. So, und wir sind dann immer weiter langsam hochgegangen und ich habe langsam festgestellt, wie sich meine Optik nach und nach verändert hat. Ich muss das hier mal gerade festhalten. Ich habe nämlich die krassesten Optics hier gerade. Und dieser Berg ist sich einfach immer weiter am Performen. Richtig abgefahren. Und durch die Kamera sieht es wahrscheinlich nicht so aus. Und alles wurde farbintensiver und langsam haben sich auch angefangen, Fraktale zu bilden und wir sind halt weiter langsam hochgestiegen. Es war sehr anstrengend. Mit der Zeit, wo das dann so stark eingesetzt hat, habe ich dann auch angefangen, so ein bisschen so zweifelnde und sorgvolle Gedanken zu haben, dass ich mir gedacht habe, oh, ob das so eine gute Idee war, jetzt hier das Mescalin einzunehmen, während ich einen krass steilen Berg besteige, wo es auch relativ gefährlich da diese Steintreppen hinaufgeht und ich total drauf
da umher stolpere und habe mir halt so ein bisschen angefangen Sorgen zu machen. Habe aber durch meine Erfahrung habe ich halt versucht, mich zu beruhigen und zu denken, nee, es wird schon alles gut, ich kann das schon handeln und so weiter. Und bin dann halt dementsprechend mit der Verena weiter hinaufgestiegen, diese Treppen. Und es wurde immer stärker und stärker. Und schon nach einer Stunde nach der Einnahme war ich extrem drauf. Ist immer noch nicht da. Aber ich bin vollkommen hart am Trippen. Und hatte starke Optics und war sehr, sehr überrascht davon und ja, musste dann erstmal lernen, das zu handeln. Wir sind dann irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo man so diesen Hang sehen konnte, also wo sich dieser Urwald, durch den wir so durchgestiegen sind, durch die Treppen, das kann man hier auf so einem Foto auch ganz gut sehen, diese Treppen. Also sind wir irgendwann zu so einem Punkt gekommen, wo man so eine bessere, weitere Sicht den Hang entlang hatte und ich konnte nur ungefähr 3 bis 5 Meter sehen, weil der ganze Berg in Wolken gehüllt war, das heißt alles um mich rum war weiß, was super abgefahren aussah. Und ich habe dann den Hang angeguckt mit diesen krassen Regenwaldpflanzen und alles war feucht und überall war dieser Nebel. Und der Hang sah dann, als ich länger drauf geguckt habe, für mich nicht mehr aus wie ein Regenwald, sondern es sah aus wie eine Unterwasserwelt. Und die Pflanzen haben sich komplett wie so Korallen im Wind bewegt und Fraktale gebildet und sich ineinander gedreht und einfach sehr, sehr starke Optics, mindestens vergleichbar mit 200 Mikrogramm LSD. Und ich war wirklich sehr überrascht und habe mir gedacht, shit, wenn das jetzt noch stärker wird, das ist gerade mal die erste Stunde und es ist noch am Anfluten, wie soll denn dann der Peak werden? Die Einnahme des San Pedro ist jetzt 1 Stunde her, glaube ich. Und ich spüre, er ist schon sehr stark. Es ist aber auch extrem anstrengend, hier diesen Berg hochzugehen, muss man sagen. Deswegen glaube ich, dass sich das gegenseitig verstärkt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir da an dieser freien Fläche standen und diese Gedanken aufkamen und ich mir gedacht habe, oh, hoffentlich wird das alles gut, bla bla bla, dann kamen dann von hinten auch noch weitere Touristen. Und so hatte ich dann diese Gedanken, ich darf mir das auf keinen Fall anmerken lassen, dass ich hier so ultra drauf bin. Und zusätzlich waren natürlich noch die Gedanken da, fuck, was ist, wenn ich jetzt gleich kotzen muss oder Durchfall kriege oder was man nicht alles hört von San Pedro, dass das irgendwie wieder raus will aus dem Körper. Und ich war halt mitten auf diesem Hiking-Track, den Berg hoch und habe gedacht, naja, ich kann hier nirgendwo kotzen oder kacken, was mache ich denn? Und die Situation wurde dementsprechend immer bedrückender auf irgendeine Weise, weil wir waren inzwischen schon ziemlich weit hoch nach 1 Stunde und wir wussten aber auch nicht, wie weit es noch ging, weil durch den Nebel konnte man überhaupt nicht das Ende des Berges sehen. Auch die Wirkung des Mescalins hörte einfach nicht auf, stärker zu werden. Und so ging das dann weiter, so ungefähr nach 1,5 Stunden, nachdem ich das getrunken habe, war die Wirkung so stark, dass ich anfing, mir echt Sorgen zu machen und ich musste mich richtig zusammenreißen, nicht in Panik zu verfallen, weil ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es da überhaupt hoch schaffe und geschweige denn, ob ich es da runter schaffe. Wie soll ich in diese super steilen Inka-Treppen, die total rutschig von dem feuchten Morgen da sind, wie soll ich die denn total vertrippt da alleine runtersteigen? Und dementsprechend kam immer weiter so ein unangenehmes Gefühl in mir auf und es war echt schwer, da irgendwie gegen anzukämpfen, weil das so eine auswegslose Situation war und das halt wie so eine ganz, ganz stark aufkommende Panik in mir war. Und zu irgendeinem Zeitpunkt wurde das Mescalin so stark, dass ich das Gefühl hatte, es reißt mich gleich aus meinem Körper raus, mein Bewusstsein schießt gleich aus meinem Körper und ich kipp vielleicht um oder so. Und das war natürlich noch unangenehmer, diese Gedanken, dass ich mir dachte, fuck, wenn ich jetzt hier umkippe an diesem Berg, so, dann passiert mir sonst was. Und ich hatte echt regelrecht Angst, große Angst und er musste mich richtig zusammenreißen, das immer auf so einem Level halten, dass ich nicht in Panik geraten bin. Also es ist ein bisschen mehr noch und ich wäre vermutlich wirklich so am Hyperventilieren gewesen und wäre gar nicht klargekommen. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, es gibt keinen Ausweg. Ich muss da irgendwann wieder runter und ich bin jetzt hier schon mehr als die Hälfte den Berg hoch und wenn ich Glück habe, dann gehen die Wolken weg und ich bin da oben und habe eine unfassbar krasse Aussicht auf den Machu Picchu und diese Hoffnung darauf hat mir die Kraft gegeben, irgendwie weiterzumachen und da hochzusteigen und es war so anstrengend und es ging immer und immer weiter hoch. Naja, und dann, ich weiß es gar nicht genau, nach wie langer Zeit, nach ungefähr, also uns wurde gesagt, der Anstieg dauert 1,5 Stunden, aber wir hatten viele Pausen und waren super langsam, dadurch, dass ich so hart am Trippen war. Und also es waren mindestens 2 Stunden, nachdem wir dann endlich am Berg angekommen sind.
Und dann kommen wir natürlich oben an, auf diesem Berg. Alles ist komplett neblig, man kann höchstens 3 Meter weit sehen. Und meine Optik sind einfach so stark, dass ich habe kaum was gesehen. Alles waren nur Fraktale und Farben und Formen. Und natürlich waren an der Spitze dieses Berges, keine Ahnung, 30, 40 Touristen, die da auch schon angekommen sind. Und will mir das nicht anmerken lassen, weil das halt einfach unangenehm ist mit so vielen Menschen, die nicht am Trippen sind und so normalen Menschen, die vielleicht nichts damit zu tun haben. Und wir kamen da an und ich habe mich erstmal hingesetzt und habe so versucht, mich zu beruhigen und dachte so, okay, wir sind jetzt oben. Alles gut, wir sind heil oben angekommen, ich bin nicht irgendwie den Berg runtergefallen, ich habe meine Höhenangst irgendwie so ein bisschen überwinden können und alles ist gut, aber trotzdem hatte ich noch dieses panische Gefühl in mir am Aufkommen irgendwie. Und dann waren wir aber natürlich da oben und da war so ein Schild, Mount Machu Picchu, 3000 Meter, bla bla bla. Und Verena und ich wollten natürlich, da wir das jetzt geschafft haben, ein Foto da an diesem Schild machen. Man konnte leider überhaupt nichts von Machu Picchu sehen, die Wolken waren super krass, die Sicht war extrem vernebelt, man konnte nichts sehen, also im Endeffekt, ja, also leider keine Aussicht. Und dann sind wir zu diesem Schild hingegangen und haben da so ein anderes Pärchen gefragt, ob die ein Foto von uns machen können. Auf dem Foto sehe ich vollkommen normal aus, aber in dem Moment war ich innerlich am explodieren. Alles sah sowas von abgefahren crazy aus. Ja, aber dieses schöne Foto ist da von uns entstanden. Und dann so standen wir da kurz, ich war vollkommen verwirrt, habe mich umgeguckt. So, es gab Momente, wo Verena nur so einen halben Meter hinter mir stand, aber ich habe vergessen, wo sie ist und dachte mir so, wo ist sie? Ich bin ganz alleine hier in diesem weißen Nebel auf diesem Berg, wo bin ich überhaupt? Und ich war einfach nur froh bei dem Gedanken, dass wir da jetzt gleich runtergehen und sobald wir unten sind, so, dann habe ich keine Höhenangst mehr und ich bin einfach nur unten und safe und ich kann unten vielleicht auch mal auf die Toilette gehen, weil ich schon von diesem San Pedro so ein gewisses komisches Bauchgefühl hatte. Viele sagen, sie müssen davon erbrechen oder Durchfall oder was auch immer und ich habe das schon gemerkt, dass dieser Kaktus so irgendwie so ein Grummeln im Magen gemacht hat und insgesamt war das Gefühl einfach so, dieser Trip-Zustand war schon sehr vergleichbar mit LSD oder Pilzen. Also die Optik waren für mich total vergleichbar und das Körpergefühl ist total schwer zu sagen, ob das jetzt vergleichbar war oder nicht, weil ich hatte einfach so ein extremes Körpergefühl dadurch, dass wir 4 Stunden lang am Hiken waren, diesen Berg hoch, es war super anstrengend und ich kann mir schon vorstellen, dass Teil dieses Körpergefühls, was ich hatte, diese aktivierende Komponente, die das ja haben soll, also im Gegensatz zu Pilzen und LSD, hat ja Mescalin einfach durch die Verwandtschaft zu MDA und solchen Sachen eine gewisse aktivierende Komponente. Und manche Leute sagen ja auch, dass das wie so ein MDMA-Rausch gepaart mit Visionen und so ist. Und ja, das kann schon sein, dass ich das so ein bisschen gespürt habe, aber im Endeffekt, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie anders das gewesen wäre mit Pilzen oder LSD. Es ist sehr schwer zu sagen, weil das so eine spezielle Situation war. Ja, also das war der anstrengende und wirklich, wirklich, wirklich harte, schwierige Teil des Trips. Und dann, als wir dann den Abstieg anfingen, von da an fiel so eine Last von mir und ich konnte dann die Visuals wirklich genießen und ich bin runtergelaufen, diese coolen alten Stein-Inka-Treppen und da waren so Steine, so bläuliche Steine und die haben einfach nur gefunkelt für mich und sahen so unglaublich abgefahren aus. Das Coolste, was auf diesem Trip dann stattfand, war, dass irgendwann während des Abstiegs so, ich einfach nur nach unten geguckt habe und jeder Schritt war so wie in so einem Computerspiel. Ich musste jeden Schritt genau gucken, dass ich die Treppen da treffe und irgendwie nicht hinfalle. Aber ich war wie im Flow mit der Natur und mit diesen Treppen. Zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich komplett vergessen, wer ich überhaupt bin oder wo ich überhaupt bin und hatte das Gefühl, wie in die Zeit der Inkas zurückversetzt. Ich hätte das Bewusstsein eines solchen Inka-Laufburschen, weil die keine Pferde oder Räder oder Kutschen oder sowas benutzt haben, wurden dann weite Nachrichten übermittelt durch Laufburschen, die dann da durch den Dschungel gelaufen sind und irgendwie die Nachrichten übermittelt haben. Und es waren halt so kaputte, hunderte Jahre alte Steintreppen. Und während ich auf die Steintreppen gestiegen bin, haben sich diese Treppen wieder zusammengefügt in den Originalzustand, wie sie vor hunderten von Jahren waren und sahen so aus wie die Originalsteine von damals. Und auf diesen Steinen haben sich dann die abgefahrensten Muster zusammengesetzt, also diese ganzen typischen Inka-Kunstwerke oder Töpfereien, die so damals hatten. Solche Formen haben sich dann auf diesen Treppenstufen für mich zusammengesetzt und unglaublich bunt und farbenfroh hatte ich da die krassesten Visionen und der Wald drumherum war sich am Bewegen und am Verformen und die Pflanzen haben eine Symbiose mit den Steinen ergeben und einfach die unglaublich schönsten Formen dort kreiert. Zu all diesen optischen Veränderungen kamen dann Erkenntnisse und Mindtrip, wo ich dann einfach irgendwie so
also ich konnte spüren und sehen, wie diese Inkas oder wie dieses Volk damals im Einklang mit der Natur gelebt hat und wie sie ja, sich die Natur zum Freund gemacht haben und einfach mit ihr zusammen gelebt haben und gearbeitet haben, und hatte dann auch ganz, ganz viele Gedanken in Richtung der Welt, in der wir heutzutage leben und was alles schief geht auf dem Planeten und all der Krieg und all der Abfuck und all das Leid, was heutzutage abgeht, und habe irgendwie Wege gesehen, was wir tun müssen, um das irgendwie zu heilen. Weil was im Moment abgeht auf dem Planeten und wie wir den zerstören, geht halt echt nicht klar. So, wenn das so weitergeht, dann hat die Menschheit den Planeten in kürzester Zeit zerstört. Und ich habe halt erkannt, wie einfach genau diese Substanzen zur Heilung beitragen können, Erkenntnisse zu schaffen, um besser im Einklang mit sich selbst und der Natur leben zu können. Und ich hatte viele, viele Erkenntnisse und Gedanken zu meinem eigenen Leben und zu meinen eigenen Leid und Traumas und negativen Sachen, die ich in mir trage, und konnte da wirklich, während ich die Treppen hinabstieg, mit jedem Schritt war das wie, als würde ich mich dabei selber heilen und gewisse Dinge und Probleme in mir selber auflösen und einfach Dinge, die in meinem Leben in den letzten Wochen und Monaten abgehen, durchblicken. Und dieser Trip war wirklich besonders stark und unglaublich verbunden mit der Natur und mit dieser speziellen Zeit der Inkas, und ich habe wirklich richtig viel erkannt und gelernt für mich selbst dort. Ja, und dann ging es halt immer weiter diesen Berg hinunter, und dann irgendwann waren wir endlich unten. Dann war ich so erleichtert, so als wir unten ankamen, war diese Panik von vorher da oben war wirklich komplett so, hat sich in Luft aufgelöst, und ich habe mich so gut gefühlt. Und dann hatten wir halt zum ersten Mal einen richtigen Blick auf Machu Picchu, weil vorher, als wir morgens dahin gegangen sind zu dem Berg, war halt alles voller Nebel, also man konnte nichts von den Ruinen sehen. Und erst als wir wirklich unten ankamen, nach diesem langen, langen Walk up und down, kamen wir dann da raus aus dem Dschungel, und auf einmal haben sich die Wolken gelichtet und wir hatten wirklich einen unglaublichen Blick. Ja, wir sind dann da so lang gegangen und haben dann angefangen, die Ruinen zu erforschen, und sind dann da erstmal so lang gegangen. Da gibt es dann so eine Stelle, es ist die Inka-Brücke, und da haben die wie so eine Brücke an so einen ganz steilen Hang gebaut, und das haben wir uns dann angeschaut. Ein anderes Ding, was in dem Trip vorkam, war, dass ich dann diese ganzen Touristen gesehen habe und halt Menschen aus aller Welt, aus allen möglichen verschiedenen Schichten, und also wirklich ein ganz großer Mix an Menschen. Und was ich halt da die ganze Zeit gesehen habe, mit dieser Sicht, die man halt hat, wenn man solche bewusstseinsöffnenden, filteröffnenden Substanzen zu sich nimmt, dann ist es immer wie für mich so, als könnte man in die Menschen reingucken, als könnte man in die Gefühlswelt der Menschen hineingucken. Und was ich halt gesehen habe, ist bei all diesen Menschen, ist, dass so viele von denen so krank aussehen und so viel Leid und Trauma in sich trugen. Und ich habe in deren Gesichter geguckt, und die sahen alle gar nicht so happy aus. Und total viele von diesen Touristen waren so gestresst, die kamen da an und, oh, wir haben nur ganz wenig Zeit, nur ein paar Stunden hier, um Machu Picchu zu sehen, da müssen wir hin und das müssen wir sehen, oh mein Gott, oh, Stress. Und die konnten überhaupt nicht diese unglaubliche Energie und Atmosphäre, die an diesem Ort ist. Ich hatte das Gefühl, die konnten das gar nicht richtig sehen. Die standen da nur und wollten so schnell wie möglich so viele Fotos wie möglich machen, aber einfach mal so tief einzuatmen und die Energie da zu spüren, das habe ich irgendwie nicht wirklich in diesen Menschen gesehen. Und ja, das war auch irgendwie wie so eine Erkenntnis für mich, dass ich gesehen habe, der Großteil der Menschheit ist einfach krank und traumatisiert und kommt irgendwie nicht klar. Also die Menschen machen alle jeden Tag ihren Job und leben ihr Leben, ihren Alltag, aber irgendwie sind gar nicht so richtig glücklich, und selbst wenn sie dann so reisen und krasse Ausflüge zu richtig krassen Orten wie dem Machu Picchu machen, selbst dann strahlen die eigentlich gar kein richtiges Glück aus. Ich habe so in die Menschen reingeguckt, und die schienen alle recht trübselig und gestresst. Und das hat mir halt auch einfach wieder gezeigt, so die Menschheit braucht Heilung. Ja, wir sind dann da immer weiter durch diese Ruinen spaziert. Mehrere Stunden nach der Einnahme hatte San Pedro auf jeden Fall. Hallo. Jedenfalls hat es seine Wirkung kundgetan. Ich kann es kaum in Worte fassen, was da noch alles in meinem Kopf abging. Ich habe wirklich mir richtig lebhaft vorstellen können, wie die Inkas damals gemeinsam gelebt haben an diesem Ort. In Machu Picchu haben ungefähr 600 Menschen zusammen gelebt, aber diese Stadt ist wirklich so unglaublich beeindruckend, an was für einem Ort die gebaut wurde und wie die das damals gemacht haben. Also diese unfassbar riesigen Steine da aufeinander zu setzen und eine wirklich krasse Stadt zusammenzubauen und da zu leben im Einklang mit der Natur.
War wirklich super faszinierend. Und wirklich, also ein ganz, ganz besonderer Trip für mich. Obwohl es am Anfang so anstrengend war und schwierig. Also es ist jetzt 9 Stunden, nachdem ich den Kaktus getrunken habe. Und es war ein unerwartet extrem starker Trip. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach unten. Und eigentlich merke ich aber immer noch was. Auch nach 9 Stunden. Ja. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like auf Facebook. Dankeschön.